Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Inside Star Citizen, der Reaktion mit dem Toby und mir. Toby ist derzeit in Stuttgart dementsprechend nicht dabei, obwohl heute genau das passiert, was er sich immer wünscht, und zwar ein Sprint Report. Wir werden wahrscheinlich die Santok Yai sehen, weil Santok Yai, so heißt das Ding schon. Dann werden wir wahrscheinlich noch andere Schiffe sehen, vielleicht eine A1, sowas wie irgendwie die X1 oder sowas. Habe ich jetzt schon in Leaks gesehen. Eventuell kommt da noch was. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wie gesagt, ich bin heute alleine und das Ding ist, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich hier so mache. Wir machen das nicht so machen wie immer, so wie es eigentlich ist, dass wir das Ganze einmal durchlaufen lassen, sondern da ich nur alleine bin, drücke ich immer die Leertaste, wenn irgendwie was ist. Ich muss hier so ein bisschen selbst rumschieben. Also ich mache mich jetzt schon mal ein bisschen kleiner. Ich bin am neuen Rechner, deswegen sorry, wenn sich alles irgendwie anders anhört oder anders anfühlt oder sowas. Ich teste hier gerade noch ein bisschen rum. Wir starten aber jetzt sofort in die Folge rein. Let's go. Hi Jared, was geht? So yeah, I'm back in LA. Everything's the same, kind of weird, kind of different. I don't have my studio anymore. I'm pretty sure they turned it into an Airbnb. There was a family of 4 in there when I looked. But yeah, ISC. Normally, we'd be on hiatus right now. It's October. But since everyone is focused on CitizenCon right now, nobody's really paying attention to what we're doing over here. I think we can actually squeeze a sprint report into things, if that'd be the sort of thing you're kind of interested in. Nee. Now, if you've forgotten what a sprint report is, that's a bit Das stimmt, das war ewig her, als der letzte war, ne? Das ist krass. different than a normal ISC. We don't do developer interviews. We don't, the ISC gameplay capture team doesn't create any footage. We literally, and when I say we, I mean me, we dig into the development review folders that are, internal, that are just meant to kind of update everybody internally on where they are on something. And we pull those and present them to you. With me telling you, giving you a little context about what you're looking at. It's not in 4K. It's not professionally created. Nobody, when they made this stuff, thought it would ever be seen publicly. But it's as true and as honest and as behind the scenes an update as we ever do. So yeah, without further ado, let's do. Hab mich schon gewundert, warum es nicht 4K ist tatsächlich. Ich hab mich wirklich gewundert. Ich habe 3 oder 4 Mal nachgeguckt. Report, pre-CitizenCon edition, the stuff we can talk about that isn't going to spoil the big event in 2 weeks. Wenn das, was jetzt passiert, nicht spoilt, das wird krass. So Okay. let's start things off with a look at continuing work on the ship trespass system. Now, ship trespass is the seemingly simple system that will Okay, das ist Ship Trespass, aber in einem Schiff, was Boxen drin hat. dramatically Das affect ist PvP in the verse ist eine Vanguard, by ne? correctly determining and setting hostility Die for Stalker. uninvited guests. Vanguard, die What Stalker, you're die seeing Avenger. here is one player boarding a ship that is not their own, and of course receiving a warning indicating they're unlawfully entering the ship. This makes them hostile, as well as fair game for anyone else on board to attack without gaining a crime stat of their own, while the intruder will become big crime statted the very moment hostilities break out. Go where you're not supposed to be and risk the consequences. Sehr cool. And yes, this also accounts for you as the ship owner following the intruder back to their ship, where you'll be able to hunt them without fear of getting a crime stat yourself. Sehr cool. You also may notice that the ship owner gets no notification at all. For intruders, your presence is no longer spoiled by automatically joining a comms channel. If the Auch sehr owner schön. of this test doesn't see you, they won't have any indication you're there. At least until scanners and some such come into play later down the line. And as you can see, ship trespass also extends to vehicles and ships as well. So don't go docking somewhere without asking for permission first. Sehr, sehr cool. Meanwhile, the EU Landing Zone 2 team is continuing their work on extending the new player experience to New Babbage with some new navigational signage you can see here. Aber vielleicht auch nicht mehr schief. Das wäre schon ganz gut, wenn in den Hangaren nicht die Schrift schief wäre. Das wäre Träumchen. A lot of news there. As well as das ist adding a geil. few new shops along the critical Oh, geil. Ein Kelto, den wir auch in Horizon haben. In dem Stratos-Gebäude. Sehr, sehr geil.
Die Dinger hätte ich mir erhofft. Wir können ja jetzt ein bisschen auch drüber sprechen. Im PTU sehen wir jetzt schon die Stations für die Jump Gates. Und ich hätte mir wirklich erhofft, dass diese Dinger in den Jump Gates drin sind und nicht alles. Also ich finde es wirklich too much, was wir irgendwie in diesen Jump Gate Stationen haben. Da ist ja wirklich, du kannst alles kaufen. Du kannst Schiffkomponenten, Schiffwaffen, normale Kleidung, FPS-Kleidung, FPS-Waffen. Du kannst da alles kaufen. Du kannst refinen, hast ein Cargo-Deck, hast da wirklich alles. Finde ich nicht gut. Sowas hätte ich da gewollt. Nur sowas. Mehr hätte ich da gar nicht gewollt. Leertaste? Critical path to facilitate a better first experience for players, like this Kelto you can see here. Sehr geil. Kelto! Kelto! Ja, ich finde es geil, dass er einfach nicht aufgehalten werden kann, wenn er so eine Folge macht. Finde ich super. For this. And the EU-PU team has made some changes to beams, tractor, and salvage alike that will now allow for independent operation on vehicles like the Vulture you see here. This will allow users to mix and match tractor and salvage beams for simultaneous yet independent control via dual sticks or gamepad, and provide for more dynamic use cases as resource gathering systems continue to develop. Oh, cool. Schwierig, glaube ich, machbar. Also mit Dual Joysticks ist das machbar, aber definitiv nicht mit Maus. Aber finde ich geil. Finde ich sehr, sehr geil. Not you too, Dev. Warte. Das ganze HUD wurde auch nochmal überarbeitet dadurch, ne? Wir haben jetzt jeden Laser wirklich einzeln, wo wir die Traction Rate, die Ressourcen Availability sehen und wie weit der weg ist und so weiter und so fort. Also das wird auch nochmal überarbeitet. Sehr, sehr cool. Habe ich schon gelesen, dass das ja auch überarbeitet werden soll. Also das ist im Monthly Report so ein bisschen drin. Den würde der Toby aufarbeiten. Dafür habe ich leider nie Zeit. Gehen wir vielleicht irgendwann nächste Woche durch, wenn kein Inside Star Citizen ist. Vielleicht wollen Toby und ich das dann irgendwie noch zusammen mal machen. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht, aber sorry. Not you too, Dev. Die Time to Pee. Yeah. Yeah. Hi. They asked if they could make an espresso for us. That was nice. Oh, yes. And since many of you are looking forward to... I didn't think you were going to do it right there. Geil. And since many of you are looking forward to further iteration on bounty hunting, let's keep our tour of potential gameplay changes to ships going with the Anvil Hawk. Now, one of our team members on the EU vehicle content team recently completed a first pass sprint revisiting the Hawk to explore a potential new methodology for loading and unloading what I'm just going to affectionately call the wanted fugitive and stasis cargo containers, or WIF for short. Ich finde WIF ist ein guter Name. Once you've captured and contained your prey in the WIF and set it down behind the ship. Er geht auch gut von der Zunge, ja. Also ich finde, das sollte man auf der CitizenCon, wenn ihr live auf der CitizenCon seid, solltet ihr vielleicht mit Leuten darüber sprechen, über also und sehr nah an ihnen dran stehen. Ich finde, das ist gut. This articulating arm would then come out and, using the power of electromagnetism, suck the into its grasp and pull it up inside the vehicle. Ich finde es echt schade, dass der Tobi nicht da ist. Das ist eine geile Folge jetzt schon. Oh Mann, Tobi! All this for the whiff. Looks pretty good. All right, so it should be noted that the wanted fugitive and stasis cargo container is something I made up about 55 seconds ago. Circa, ja. And it's not been vetted or approved by any member of development staff. Egal, sollte trotzdem so sein. But I feel good about my chances. Reddit. Direkt auf Reddit, Leute. Stick with vehicles for a bit and look at the old tried and true Freelancer, which is getting some work done to fit all of its necessary item components in ahead of the resource management system coming down the road. Geil! Meanwhile, Elwyn and our North America vehicle Wie geil! content team have recently completed a first pass sprint bringing the Origin X1 to life. Da ist sie which you doch. can see here is undergoing just a few minor changes from its concept, necessitated by continuing development of the vehicle component and resource management systems. Now, while this is still white box, that hasn't stopped the team from also visualizing some baked-in lighting improvements, and overall, even with the subtle shape changes, the X1 is looking fantastic in its white box form. Die sieht jetzt in der White Box schon
ultra gut aus. Und ich weiß es nicht, das könnt ihr vielleicht mal sagen. Die 400i-Besitzer, die kriegen eine, oder? War die bei der 400i direkt dabei? Ich bin mir nicht sicher. Aber das sieht ja so geil aus, die Kiste. Also, da muss ich wieder sagen, Origin. Ich mag ja Origin nicht, weil es zu schön ist, aber das sieht geil aus. And will only continue to look even better as it progresses further down the pipeline Geil. towards release. Richtig, richtig geil. Also, oh, schön. Gefällt We've mir also extrem got a gut. brief Oh, look die Apollo. inside the white box progress of the RSI Apollo Medevac, which is currently in Die Apollo. production. Ich meine, ist kein Schiff für mich, weil ich absolut kein Medic-Spieler bin, aber, nice. Nice, nice, nice. Ich wusste nicht, dass die in die Whitebox geht, tatsächlich. Ja, ist mir komplett entfallen. Ich kenne eigentlich alle Schiffe, aber irgendwie ist mir das komplett entfallen. Wie geil ist das denn? Sogar schon mit Innenraum. Mhm. Das werden Krankenbetten links, rechts, also so, ne? Und du hast wahrscheinlich 8 Leute oder sowas, die du unterbringen kannst. Es ist ja quasi nur ein Medical-Schiff oder 4 bis 8, gehe ich mal von aus. Irgendwie sowas. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich hätte mir übrigens gewünscht, dass wir heute die A1 auch noch sehen, weil die kommt ja mit 320 raus. Habt ihr vielleicht gelesen, ne? Mit 320 ist die A1 ready to go. Die kommt. And I still think the Apollo exterior looks too damn cool to be a space ambulance. John, Ben, I'm gonna need a spider or a smuggler variant of the Apollo. And no, if you're thinking that's a hint or anything, it's not. It's just me abusing my platform and position to make a personal request. Es ist so geil. Let's talk about the Santok Yai. We haven't talked about the Santok Yai. Das ist halt wirklich, du merkst an dieser Folge, dass ihn keiner auffällt. Ja, da ist niemand im Hintergrund, der noch sagt, das sollst du vielleicht nicht sagen. Er haut einfach nur raus. Ich find's geil. In a while. You can see here the alien material work continues to iterate as members of the NAVC continue to develop the resources our Xi'an friends would likely use to build their ships from. Through their use of a variety of material maps, they're hoping to land on what's essentially an alien version of carbon fiber. We should add lots of nice detail to the exterior Sieht schon and sehr then geil aus. add a pearlescent finish that'll really make it shine in the light. Ja, sie ist halt wirklich eine große Katual, ne? Sie ist einfach nur eine große Katual mit super viel Bewaffnung, die wahrscheinlich genauso schnell unterwegs ist. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geiles Schiff. We've also got a quick look Warte at the mal, back warte of mal, the warte mal. Ich dachte gerade hier oben rechts wäre irgendwie ein Sitz oder sowas, aber nee. We've also got a quick look at the back of the wings. Naja, die ist fertig. Also wenn die jetzt nicht im LOD 0 quasi schon And ist. then let's take a look at the cockpit, which you might remember from our Alien Week update has been a bit of a challenge to get right. Wanting, of course, to give it that alien uniqueness while still being Geil. usable by the hands of humans and Zero State alike. Oh, sieht das gut aus. Hammer. And while we're talking about the Santok Yai, did you know that we have an entire team dedicated to branding over in the Montreal studio? Also ganz kurz, Santok Yai gefällt mir extrem gut. Ich weiß es noch nicht, ob ich sowas brauche, aber ich glaube, ich brauche sowas. Aber die ist so teuer, ne? Oh, Kacke. We've rarely touched on it, but Nick Forden and his team over there are dedicated to developing the individual visual identities of Star Citizen's several hundred internal persistent universe brands, including this look at the brand document of Apoa, maker of the Santok Yai we just looked at. Wie cool ist das denn? Really tied that together. Now, some folks might write branding off as simply marketing, but the work of this team has been essential to recent improvements to Hurston and Area 18 and New Babbage you just saw, allowing artists and designers alike to create consistent and immersive identities for each location. And as this work extends to nearly every aspect of the verse, it'll continue to help define and refine all visual elements you'll encounter as citizens making your way through Stanton, Pyro. Das brauche ich von RSI. Das Ding. Also da brauche ich ganz dringend, muss ich das Dokument bekommen für RSI, wegen den Farben und so weiter und so fort, weil ich will ja zur Weihnachtszeit ungefähr, will ich ja hier mein ganzes Büro auseinandernehmen, alles raus, alle Schränke raus und so weiter und so fort und will ja ein Raumschiff tatsächlich nachbauen. Also das kommt dann hier auch als Format, DIY, Studio, Umbau oder sowas, kommt das hier auf meinem Kanal.
Und ja, das hab ich vor und das finde ich, glaube ich, ganz geil und das macht dieses Feeling nochmal geiler, weil ich bin ein Star Citizen Streamer und YouTuber. Ich mache fast nichts anderes mehr. Und deswegen, ich glaube, das wird ganz geil. And beyond. Und da kann ich das gut gebrauchen. Da kann ich das gut gebrauchen mit dem Farbschema und so weiter und so fort. Das könnte ich da echt gut gebrauchen. I'm gonna need like a. Yeah? Yeah? Right now? All right, I'll be there in 5 minutes. All right, so I gotta go do this thing. Oh, schön. Ist das Tractor Beam? Tractor Beam Cargo But Improvements. Chad is right here, so I'm gonna let Chad explain this new improvement that's coming to the cargo system in Alpha 321. Take it away, Chad. Yeah, so I was doing some work for the tractor beam attachment with new larger boxes in the game. They are often these longer on one size sized boxes. And because of how they can fit together in the ship, across each other in all these kind of complicated ways, sometimes placing them in the ships is a bit tricky and it can be a little finicky to get it just right, especially in tight corridors. Es wäre cooler, wenn sie irgendwie eine Visuality machen würden, dass man sieht, welches, also dass man die Sachen besser sortieren kann. Ich finde das okay, wenn sie das für immer so im Game lassen würden, dass wenn die Sachen nicht sortiert sind, dass die Händler es nicht kaufen. Klar, es sollte nicht dann einfach gelöscht werden oder so, aber die Händler sollten es nicht kaufen, sondern da steht dann halt, ey, sortier erstmal deinen Stuff und dann verkauf's an mich. Das fände ich schon cool. Vielleicht, dass da was ist. Das hier hat mich jetzt nie so wirklich gestört, weil sowas ist mir eigentlich nie passiert. With larger boxes. And so aber es ist ein Quality of Life Improvement, würde ich sagen. Functionality into the system so that whenever you're placing them around, if the direct placement underneath the attachment doesn't work, there's some fallback logic that'll look nearby where the placement is to try to find a good placement for the box. That's cool. So that it makes it essentially more forgiving whenever you're using the tractor beam. In the ships with these larger boxes, you can place it such that maybe it's just a little bit off the thing that would work. And instead of just not giving you anything as far as like placing it, it'll give you another fallback option. And all that really means is that it is a little bit easier and quicker and more intuitive just to drag things around the ship. Quality and of get life. things together. Quality of Life, finde ich okay. Just a little bit. This is gonna be a life changer, dude. Nicht wirklich. Yeah, this is what killed me on, I mean, just this whole packing system and this tractor beam stuff. This is like, I nearly died on the whole sea getting it in because it is incredibly sophisticated code. Ja, okay, halt sie vielleicht, aber ich finde in der Hercules jetzt, also das hat mich jetzt nie so wirklich, das hat mich jetzt wirklich nicht so krass zurückgehalten oder sowas. Also das ist für mich einfach Quality of Life, dass es ein bisschen schneller geht, ein bisschen smoother geht und so, aber das ist jetzt nichts, was ich zwingend sofort gebraucht hätte. Definitiv nicht. It's just the time scale that suddenly I had to operate under because of circumstances out of my control made it very intense, but it is very cool, like the stuff that I was doing, so I'm excited about it. And we're hopeful this goes into 321. This functionality, yeah. Oh, okay. So yeah, that's a sprint report. Hope you liked it. I'm going to disappear now. We'll be back in about 2 weeks for CitizenCon, a 2-day event on October 21st and 22nd, emanating from the Los Angeles Convention Center. Until then, be sure you check out Alpha 321, which is currently on the PTU, available for testing. I haven't seen a whole lot of it because I've been traveling, but there are a lot of people really jumping at the chance to point out some new things that weren't in the patch notes. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you. Schön. And we'll see you in about 2 weeks in CitizenCon. Geil. Sehr, 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 sehr geil. Kommt da noch was? Jared, kommt da noch was zum Schluss? Noch ein Witz? Kein Witz. Okay, kein Witzchen mehr. Ich lasse das ganz kurz so ein bisschen im Hintergrund nochmal laufen. Hier, machen wir hier ganz kurz leise. So Sachen hier wie zum Beispiel die X1 oder sowas. Oder, ja, also viele coole Sachen, viele coole Dinge, die jetzt gezeigt wurden. Ich hätte tatsächlich gedacht, wir sehen die A1.
Aber dann wird die A1 so ein Riesenknaller, wahrscheinlich, haha, bum bum und so, auf der CitizenCon. Sie ist confirmed, deswegen ist das jetzt nicht mehr so ein Riesending. Sie ist für 3/21 confirmed. Sie ist noch nicht im PTU, deswegen finde ich jetzt, hätten sie hier zeigen können, hätten sie jetzt nicht unbedingt auf der CitizenCon dann machen müssen. Dennoch eine sehr, sehr geile Folge. Sprint Reports sind auch immer schnelle Folgen. Ja? Wenn Toby und ich natürlich da sind, dann reden wir noch sehr, sehr lange darüber. Aber ich habe jetzt eigentlich schon alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Apollo finde ich cool, dass die in die Whitebox gegangen ist. Wusste ich nicht. Habe ich tatsächlich. Aber hier siehst du mal den Unterschied, ne? Origin X1 Whitebox und Whitebox von der Apollo. Wie weit da noch die Unterschiede sind. Geil. Schöne Folge. Santok Yai, ja, wird definitiv dann auch mit 321X ja kommen, wissen wir schon. Genauso wie der Store mit 321X kommen wird, genauso wie die SRV oder der SRV mit 321X kommen wird. Freue ich mich extremst drauf. Ja, falls ihr nur für Inside Star Citizens hier einschaltet, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. 2 Wochen Pause. Dann gibt es eine riesengroße Twitch-Party. Ja, also die 2 Tage werden wir auch komplett auf Twitch live sein und ganz, ganz viel darüber sprechen. Zusätzlich wird jedes Video dann quasi auch nochmal hier auf dem Kanal irgendwie rausgehauen. Ich weiß noch nicht wann, wie und wo. Also ich werde das dann in kleine Teile schneiden und alles Mögliche von Twitch hier übertragen. Das wird passieren und ja, ich freue mich auf die nächsten Reactions und die nächsten Videos und die nächsten Sachen, die passieren. Ansonsten, ja, jeden Tag 18 Uhr ist hier eigentlich Content, außer jetzt dann freitags und montags, weil Star Citizen Live natürlich auch nicht ist. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.